Ob man gemeinsam auf der nächsten Party Alkohol trinkt oder andere Drogen konsumiert oder einfach mal eben zusammen ins Restaurant geht. Es steht außer Frage, dass Konsum uns verbindet. Doch was ist, wenn er Überhand ergreift? Hallo und willkommen zurück in meinem Utiverse. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder schön, dass du überhaupt das erste Mal eingeschaltet hast. Mein Name ist Uti und in meinem Channel geht es um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, aber auch einfach darum, glücklich zu sein. Schön, oder? Ich habe mir schon länger Gedanken zu diesem Thema gemacht und mir ist einfach aufgefallen, dass wir in dieser Gesellschaft so erzogen werden, dass wir etwas kaufen müssen, um glücklich zu sein. Und genau deswegen kommen wir aus dieser Konsumgewohnheit gar nicht so einfach raus. Denn wir werden permanent von Werbung beeinflusst. Permanent versucht uns ein Außenstehender zu erklären, was uns noch fehlt, was wir noch brauchen. Inzwischen hat unsere heutige Konsumgesellschaft schon den Punkt erreicht, dass wir Glücklichsein mit Konsum verwechseln. Wir versuchen unsere innere Leere durch ständigen Konsum zu füllen und zu kompensieren und vergessen dabei, dass wir eigentlich schon vollkommen sind. Egal, ob es jetzt Alkoholkonsum ist, Drogenkonsum, ständiges Feiern gehen, ständiges Zocken vom Computer oder die ganze Zeit am Smartphone hängen oder auf Social Media. Es gibt besonders heutzutage unzählige Formen, wie wir uns im Konsum verlieren können. Und es scheint, als wenn Kaufen und Konsum das einzige Glück der heutigen Zeit ist. Mit dem in uns tief verankerten Glauben, dass Kaufen und Konsum uns glücklich macht, sind wir auch der festen Überzeugung, dass wir arbeiten müssen, um uns diese Dinge leisten zu können. Dementsprechend haben wir weder genug Zeit für uns, noch für Familie und Freunde oder andere Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Und man kann das Leben dann auch einfach gar nicht mehr genießen, weil man ständig in diesem Loop von der Arbeit drinne ist und nur noch daran denkt, okay, wann muss ich eigentlich wieder arbeiten? Okay, wann ist das nächste Projekt? Und man ist gar nicht mehr präsent, man ist gar nicht mehr in Verbindung mit sich selbst und spürt dadurch einfach eine immer größer werdende innere Unzufriedenheit. Denn je weniger verbunden du mit dir selbst bist, desto weniger intensiv kannst du auch das Leben wahrnehmen. Okay, wow, stopp mal. Doch warum konsumieren wir eigentlich in erster Linie? Diese Frage lässt sich ganz einfach an der berühmten Maslow-Pyramide erklären. Zuerst kommen die körperlichen Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen, Sex. An zweiter Stelle stehen die Sicherheitsbedürfnisse, zu denen Wohnen, Arbeiten und ein geregeltes Einkommen gehören. An dritter Stelle kommen dann die sozialen Bedürfnisse, zu denen ein Partner, Freunde und vor allem Liebe gehört. Als viertes haben wir dann die Individualbedürfnisse, wozu Anerkennung und Status gehört. Und an der Spitze der Pyramide kommt dann die Selbstverwirklichung, das heißt einfach einen Footprint auf der Erde zu lassen, etwas zu machen, das größer ist als man selbst, eine Community aufzubauen. Denkt einfach an Beyoncé. I was here, I lived, I loved. Die untersten drei Ebenen dieser Pyramide sind dabei die Defizitbedürfnisse. Das heißt, wenn wir einen Mangel an diesen Bedürfnissen haben, können wir nicht wirklich das Leben genießen und auch nicht wirklich glücklich sein. Die Wachstumsbedürfnisse hingegen kommen on top, da man ohne diese auch problemlos glücklich sein kann und überleben kann, ohne dass man auf körperlicher Ebene beeinträchtigt ist. Also gut, wir wissen jetzt also, warum man konsumiert. Doch ab wann führt Konsum zu Einsamkeit? Ganz einfach. Wir fühlen uns genau in dem Moment einsam, in dem wir unsere eigenen schon befriedigten Grundbedürfnisse über unsere noch nicht befriedigten sozialen Bedürfnisse stellen. Und genauso erwischen wir uns selber auch dabei, wie wir am Handy kleben, Social Media suchten, zocken, essen, einkaufen gehen, wieder einkaufen gehen, nochmal einkaufen gehen und das alles nur, um ein unangenehmes Gefühl zu unterdrücken, wie beispielsweise Einsamkeit, damit wir dieses nicht mehr spüren müssen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass negative Gefühle nicht gleich negativ sind, nur weil sie sich in erster Linie nicht gut anfühlen. Ganz im Gegenteil. Weniger angenehme Gefühle müssen genauso gespürt werden wie die schönen Gefühle. Ansonsten kommt es zu Blockaden. Rein rational gesehen ist Einsamkeit nichts anderes als ein Warnsystem, was dich dazu bewegen soll, wieder auf Leute zuzugehen und deine Beziehungen zu fördern. Auch wenn das leichter gesagt als getan ist, solltest du diesem Gefühl trotzdem nachgehen, denn das Gefühl von Einsamkeit verkürzt deine Lebensdauer um ganze 25%, wohingegen gute und erfüllende Beziehungen deine Lebenserwartungen um ganze 50% erhöhen. 50%! Wenn das nicht genug Motivation ist, dann weiß ich auch nicht. Persönlich bei mir sieht das auch eigentlich gar nicht anders aus, weswegen ich mich auch sehr stark mit dem Video hier identifizieren kann. Ich habe mich selber meine eigene Depression so sehr vor persönlichen, menschlichen Beziehungen gefürchtet, dass ich mich einfach nur noch im Zocken verloren habe. Ich habe mich einfach nur noch in diesen fiktiven Realitäten verloren und dachte, dass es dadurch besser wird. Es war auch in dem Moment kurzfristig besser. Ich habe dieses Gefühl der Einsamkeit nicht mehr gespürt. Ich habe online Leute kennengelernt. Ich habe Leute international kennenlernen können. Man konnte im Teamspeak
Musik auf Skype sich verständigen, man konnte miteinander quatschen. Aber was gefehlt hat, war da einfach die körperliche Nähe. Und die körperliche Nähe ist super, super wichtig, vor allem, weil wir in Gesprächen Energie austauschen. Und diese Energie kann weder über das Telefon noch über das Internet oder andere Geräte genauso übertragen werden wie in echt. Dadurch habe ich immer mehr mit der Zeit gespürt, dass ich mich innerlich leer gefühlt hatte. Und diese Leere wurde einfach immer größer. So groß, bis ich irgendwann einfach nur noch geweint hatte und mich einfach selber nicht mehr spüren konnte, weil ich komplett von meinem eigenen höheren Selbst abgeschnitten war, abgeschnitten von der Natur, ständig eingesperrt, ständig vor einem Bildschirm, ständig im Endeffekt alleine. Und ich habe es nicht gemerkt, bis das Gefühl so groß geworden ist, dass ich es nicht mehr ignorieren konnte, dass ich einfach einsehen musste, hey, du musst jetzt was ändern. Wenn du jetzt nichts änderst, dann rutschst du da einfach immer weiter tiefer rein und kommst da vielleicht gar nicht mehr raus. Dementsprechend hat dieses Gefühl von Einsamkeit mir dabei geholfen, einen Schlussstrich zu ziehen, um mein Leben komplett neu zu definieren, weil ich selber erkannt hatte, hey, eigentlich kann es doch gar nicht mehr schlimmer werden. Du fühlst dich schon so scheiße, deswegen kannst du doch jetzt einfach da rausgehen und dein Leben ändern. Wenn du also selber in dir spürst, dass irgendetwas nicht stimmt, hör auf diese Intuition und ignoriere diese nicht. Verbinde dich stattdessen mit deinem höheren Selbst und kreiere dein Leben genauso, wie du es haben möchtest. Denn du allein bist Erschaffer deiner eigenen Realität. Also geh da raus, treff deine Freunde und das Allerwichtigste, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Falls du es bis hierhin in diesem Video geschafft hast, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach gerne einen Kommentar unter dem Video oder ein Däumchen nach oben. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere mich doch einfach und lasse dich wöchentlich von mir inspirieren. Also bis dann, ciao, ciao, ciao.